Auf unserer Reise durch Südamerika sind wir immer wieder an unsere Grenzen gestoßen. Nicht zuletzt, weil unser Bus immer genau dann kaputt geht, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Das ist echt zu heftig, das ist einfach viel zu heftig. Diesmal landen wir ungeplant auf einer der härtesten Routen unserer Reise. Und immer wieder der Gedanke, hoffentlich hält unser Bus durch. Das geht echt neben uns, also ich weiß nicht wie tief, ich kann da gar nicht runter gucken. Das ist direkt neben mir, geht es einfach gerade runter. Ich kann echt nicht hingucken. Willkommen zu einem neuen Video mit uns. Heute geht's hoch in die Berge. Wir haben es ja beim letzten Mal nicht geschafft. Wer das nicht gesehen hat, unser absolutes Fiasko, der Start, der Weg nach Cusco, könnt ihr hier nochmal reingucken. Da ist ja nur wirklich alles schief gegangen. Jetzt versuchen wir es zum zweiten Mal und wir geben es uns richtig. Wir nehmen den kleinsten Weg, der dorthin führt, aber es ist auch der schönste und das wird richtig, richtig geil. Wir fahren jetzt auf 4600 Meter, dann geht's immer weiter in Richtung Inka-Ruinen, dann Richtung Cusco, da wo die Maya-Kultur ihren Ursprung hat. Da freuen wir uns total drauf und da sind wir mal gespannt, ob wir es diesmal schaffen oder wieder liegen bleiben. Auf geht's, drückt uns die Daumen. Natürlich freuen wir uns auf diese Tour nach Cusco. Die Straße ist genau das, was wir suchen. Ein kleines Abenteuer auf unserem großen Südamerika-Abenteuer. Aber wie ihr wisst, geht fast jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, irgendwas am Bus kaputt. Die paar Male, an denen ausnahmsweise nicht passiert ist, können wir an unseren Fingern abzählen. Deshalb fällt es uns schwer, einfach nur den Augenblick zu genießen. Es fehlt zunehmend die Leichtigkeit. Oft haben wir Angst, das nächste Geräusch könnte wieder ein Problem am Bus sein. Das belastet uns sehr. Diese Straße ist an einigen Stellen so eng, dass man hupen muss, um den Gegenverkehr zu warnen. Oben angekommen erwartet uns das Unerwartete. Es sind diese kleinen Momente, die uns motivieren. Diese Momente sind es, die uns die Kraft geben, weiterzureisen. Das ist ja kaum zu glauben. Jetzt bin ich hier auf 4000 Metern und wir haben schon im Internet gelesen, dass hier eine geile Thermalquelle ist. Das ist eine Thermalgrotte, das ist richtig cool. Ja, also absolut der Hammer. Jetzt kommt mal mit, oh, hier kommt so heiß aus dem Boden raus. Oh, das hat bestimmt 40 Grad, also mit Sicherheit 40 Grad. Und das ist einfach der Mega-Knaller. Guck mal hier, eine richtige Grotte. Hier kommt frisches Wasser, hier kommt kaltes Wasser und von unten kommt das warme Wasser. Seht ihr die Bobbles hier? Hier kommt das Thermalwasser aus dem Boden. Und das ist so wunderschön. Also, zumal wir eine Dusche gebraucht haben und es hier gang und gäbe ist, dass man ein Duschzeug mitnimmt und sich einfach hier direkt wäscht. Echt hammergeil, hammergeil. Ich liebe Peru. Und hier, das hier, was ihr seht, ist ein Vulkankegel. Ja? Deswegen kommt hier auch das Thermalwasser. Ja, und man muss höllisch aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Also das Wasser, was hier kommt, das hat bestimmt 60, 70 Grad. Und auch aus dem Boden rauskommt Wasser, was richtig heiß ist. Also im Knie auf dem Boden, da eben bin ich gedacht, hey, wow, da verbrühst du dich ja. Das ist richtig dick und das läuft hier durchgehend durch. Dadurch, dass es sauber ist, riecht fast nicht nach Schwefel. Das ist richtig geil. Über 4000 Meter, unglaublich, einfach nur unglaublich. Wir befinden uns mitten in den peruanischen Bergen. Hier oben sieht man direkt, dass es hier früher eine Hochkultur mit Millionen Einwohnern gab. Alle Hänge hier oben sind terrassiert und wurden vor vielen Jahren zur Landwirtschaft genutzt.
So, jetzt sind wir den ganzen Tag gefahren und die Straße ist definitiv die beeindruckendste Straße, die wir, also das ist definitiv von der Landschaft her und allem drum und dran. Mal abgesehen von der Puna und der Lagunenroute ist das richtig fett hier in Peru. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Also das alles mit so trockenem Gras und voll die, also weiß nicht, lauter kleine Dörfchen drin. Das ist total schön, alles terrassiert. Also wunderschön. Macht total viel Spaß hier. Und wir hätten das nicht erwartet. Also die andere Straße war direkt im Altiplan und einfach nur kalt und Wind und Schnee und also wirklich anstrengend. Hier ist jetzt sehr anspruchsvoll zu fahren. Also wir müssen sehr langsam fahren. Es ist jetzt mega eng, wirklich unglaublich. Neben uns geht es steil bergab. Aber das lohnt sich. Also das ist echt richtig geil. Und auf der ganzen Tour sind uns vielleicht, ich würde sagen, vielleicht so 5 bis 8 Autos entgegengekommen. Also da fahren auch nicht viele. Das ist richtig, richtig, richtig cool. So, die Kiste läuft, wir sind bereit. Super geile Nacht, also kannst du echt nichts sagen. Es war total ruhig hier ist kein einziges Auto vorbeigefahren, sternklar, wunderbar. Wir hatten ja gehofft, dass wir noch einen Kondor irgendwie sehen, weil wir hier jetzt echt an so einem Tal sind, aber gut, das wurde uns jetzt nicht geschenkt. Wir fahren heute weiter Richtung Cusco. Wir haben gestern echt nur kein Witz, wir haben gestern echt nur die Hälfte geschafft von einer Straße, das ist so eine kleine Landstraße, die ist halt, ihr habt es ja gesehen, so schmal. Wir sind halt einfach lahmarschig. Was soll's, wir haben ja Zeit, also heute die zweite Hälfte und unser Ziel ist weiter in Cusco. Auf geht's. Ich glaube, wir sind auch gleich fertig. Sachen rein und dann... Das ist viel zu steil und viel zu tief. Einem Rad im Tod. Dagegen ist die Todesstraße nach Scheiß hier. Oh Mann, ey. Das ist echt zu heftig. Das ist einfach viel zu heftig. Ich drehe mal um die Kamera. Also wir sind hier einfach mal einen halben Meter neben dem Tod. Das ist einfach nur krass. Guckt euch das an. Es geht da einfach runter. 1 Kilometer bis zum Scheiß. Mein Gott! Ich muss mich konzentrieren. So, Kamera aus. Weiter. Ciao. Zum Glück gehen unsere Bremsen wieder, ey. Das geht echt neben uns, also ich weiß nicht wie tief, ich kann da gar nicht runter gucken. Das ist direkt neben mir, geht es einfach gerade runter. Ich kann echt nicht hingucken. Und wenn jetzt einer kommt, dann sind wir so, Alter, dann sind wir sowas von gefickt. Hamad! Ja. Párate aquí, viene un Bus. Ach du Scheiße. Ein Bus kommt. Das kann nicht sein. Also nicht nur, dass wir wirklich diese krasse Straße hier fahren müssen, die wird noch viel, viel schlimmer da vorne. Jetzt kommt uns auch noch ein Bus entgegen. Level 10. Wirklich Level 10, das ist ja die heftigste Straße überhaupt. Also zum Glück haben wir gerade von Einheimischen erfahren, dass wir uns 43 Kilometer eine Abkürzung nehmen können, die wohl besser sein soll. Weil das hier ist echt, das ist Todesstraße 2, das ist richtig heftig. Das ist die krasseste Straße überhaupt. Das geht jetzt so steil bergauf. Ich muss im ersten Gang fahren und ich muss vor der Kurve Drehzahl halten. Also wenn ich jetzt runterfallen lasse, die Drehzahl, dann bleiben wir in der Kurve stehen. Dann müssen wir rückwärts diesen ungesicherten Hang hier runterrollen. Und das wäre richtig scheiße, weil wir müssen erst mal wieder zu einem Punkt kommen, wo wir dann wieder Gas geben können. Richtig krass. Jetzt hier würde es gehen, aber jetzt kommt gleich wieder so eine Haarnadelkurve. Das ist so eng. Achtung, wir bleiben mal live dabei. So, da vorne ist es schon. Hier kann ich kurz den zweiten schalten und da vorne kommt die nächste Haarnadelkurve. Noch ein bisschen Schwung hier. Und wir müssen die so weit außen fahren, damit wir überhaupt eine Chance haben, das zu schaffen. Hier, guckt euch das an. Achtung, und jetzt durchdrehende Reifen.
Ja, und weiter geht's. Also mein Gott, wir sind ja schon viel gefahren, aber das war Todesangst, das war richtig krass. Mir hat fast in die Hosen gemacht. Wir sind jetzt oben auf dem Plateau. Jetzt geht's nur noch da runter. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht mehr runterfahren, sondern oben bleiben und eben nicht nochmal so eine Strecke haben wie das gerade. Das war echt heftig. So, noch 29 Kilometer auf der Strecke. Hier lebt vor allem indigene Bevölkerung und die Distanzen zwischen den Dörfern sind enorm. Busse und öffentlichen Nahverkehr gibt es hier nicht. Wenn man von einem Dorf in das nächste möchte, dann ist man auf Hilfe anderer angewiesen. Die Frau erzählt uns, dass sie ohne uns 10 Kilometer bis in ihr Dorf gelaufen wäre. Heute hat sie Glück und wir fahren sie bis nach Hause. Muchas gracias. Dios le bendiga, muchas Benedicciones bendiciones. a usted. ¿Saludar a Alemania? Saluda a Alemania. Ahí. Chao. ¿Saludarla? Hola. Hola. Bien. Was richtig krass ist, ist die Müllgeschichte in Peru. Also hier liegt ja nun wirklich überall Müll rum und wir räumen ja schon ständig irgendwo, wo wir sind, schon auf. Ja? Und jetzt haben wir das ganze Auto voller Müll und wir fragen jetzt einmal, wo können wir den Müll denn hin tun? Und die Antwort ist einfach, ja, einfach, also wenn du auf der Straße bist, einfach in die Natur, ne? Also einfach den Berg runter. So. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen suchen wir schon seit Tagen den Müll, dass wir irgendwie unseren Müll loswerden können. Und jetzt habe ich endlich 2 kleine Mülleimer gefunden. Jetzt stopfe ich diese Dinger voll. Dann landet ihr eh wieder in der Natur, weil sie es denn da lassen. Hier oben hat fast niemand eine Heizung. Deshalb bauen die Menschen auch heute noch mit luftgetrockneten Lehmziegeln. Die Blöcke stellen sie hier vor Ort selbst her. Der Lehm speichert die Wärme des Tages und isoliert gut vor der Kälte der Nacht. Aus diesen Ziegeln wird seit Hunderten von Jahren so ziemlich alles gebaut. So, jetzt sind wir im Altiplan wieder. So, ist wieder wirklich flach, aber schön, über 4000 Meter. Eigentlich wollten wir eine ganz andere Straße nehmen, aber wir sind jetzt mal unserer Intuition gefolgt, weil hier ist asphaltiert. Und jetzt haben die Einheimischen aber zu uns gesagt, wir müssen jetzt irgendwann mal rechts abbiegen. Und die Straße suchen wir jetzt. Es ist alles in Google nicht drin. Also weder die Straße noch die Straße, die rechts abgeht. Das heißt also, wir gucken hier durch den Altiplan ohne Plan. Das ist ein guter Spruch, oder? Hey, der war ja ein Schenkelklopfer.
7 Stunden für 200 Kilometer. Das ist also schon richtig sportlich, kann man nicht anders sagen. Und jetzt sind wir endlich da. Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, jetzt erst mal ein Bierchen trinken und runterkommen. Also richtig, richtig geil. Wir wissen auch, dass wir so ein bisschen Abschied nehmen müssen. Es ist das letzte Mal, dass wir eigentlich im Altiplan sind. Danach kommt kein Altiplan mehr. Es kommt zwar noch hohe Berge und auch noch Anden, aber dass es wirklich so hoch und flach und so ein Hochland ist wie hier, das ist vorbei. So, aber für uns war das heute echt ein geiler Tag. Also wir haben zum Glück diesen Tipp mit der Abkürzung angenommen, weil das war viel besser zu fahren als die Originalstraße und kam jetzt auch ein bisschen weiter. Aber die Originalstraße, die war ja echt zeitweilig der Horror. Also wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h gehabt oder so. Das war also richtig krass. Naja, jetzt sind wir da. Hat auf jeden Fall geklappt. Jetzt gibt es erstmal noch was Leckeres zu essen. Und das war echt ein cooler Ride. Also hammerhart. Peru ist richtig geil. Wirklich Hammer. Tolles Land. Und was trinken die Italiener? Aperol. Auch ohne Spritz. Oder? Necesitamos espacio. Also Alessandra macht mal Platz. Du machst es sehr gut. Schrank, genau. Wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir diese total krasse Straße hinter uns gelassen haben. Ich meine, es war wunderschön, überhaupt keine Frage, aber im Schneckentempo durch die Berge zu gurken ist auch scheiße. Ja, und jetzt haben wir endlich eine Straße, auf der man mal vernünftig fahren kann, also vielleicht mal wenigstens 50, 60 und nicht nur so 15, 20. Das ist schon ein ganz großer Unterschied. Ja, super. Jetzt kommen wir hier voran und ich denke, wir sind so in einer Stunde, müssten wir auch schon fast unser Ziel erreichen. Das ist echt geil. Und was so cool ist in diesen Dörfern, ist, dass hier überall Viecher rumlaufen. Enten, Schweine, Schafe, Ziegen, Kühe, Pferde. Die rennen hier einfach rum. Esel, also alles rennt hier so durch die Gegend. Was? Alpaka. Ach ja, Alpakas, nicht zu vergessen. Alpakas, Lamas, Vicuñas und dann hast du auch diese Herden, wo Schafe und Lamas zusammen sind. Das sieht dann total lustig aus, weil die sehen alle gleich aus vom Körper her, nur ab und zu kommt so ein Kopf raus. Ja. Ey, super witzig. Und alle in Tracht, also die ganzen Leute wieder hier sind Quechua-Indianer und die sind alle, oder Indigene, und die sind alle in Tracht. Das ist wunderschön, das macht so, man weiß wirklich, dass man völlig woanders ist. Also völlig woanders. Also das hat mit Europa nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Wunderschön. Ja, was uns hier in Peru auffällt, ist, dass wir als Nation oder als Deutschland unsere Führungsrolle echt verloren haben. Wir waren ja mal der Hersteller schlechthin für LKWs. Scania, Mercedes, DAF, wie sie doch alle heißen, ja, die bei uns auf den Straßen fahren. Und die sieht man ja auch bei uns in Europa noch hauptsächlich. Ja. Aber hier in Südamerika sieht man schon noch vereinzelte Volvos, auch ein paar Scanias durch die Gegend fahren. Aber vor allem sieht man hier Hovo, Schachmann, wie hieß das andere Ding, jetzt ja auch egal, ja. Und das sind alles Nachbauten unserer europäischen Trucks, aber aus China. Und die sehen fast genauso aus. Erst wenn du ganz nah dran bist, siehst du dann, dass es eben kein Mercedes ist, sondern das ist dann ein Schachmann. Und die nehmen hier halt die chinesischen Dinger, weil die einfach günstiger sind. Mittlerweile unsere ja nicht mehr so viel besser sind oder nicht so viel länger durchhalten als deren Fahrzeuge. Und dann sieht man hier halt nur noch chinesische Fahrzeuge. Also Peru ist wirklich so, da sind wir völlig raus. Also Volkswagen auf der Straße, Mercedes, Audi,
Das ist so, also wirklich, hat einen absoluten Seltenheitswert. Hier sind halt dann diese kleineren Trucks, Isuzus oder die kommen, also es sind alles irgendwelche asiatischen Fahrzeuge, aber europäische sind hier völlig außen vor. Wir haben es echt geschafft, unglaublich. 2,5 Tage Autofahren. Und Alessandra meint gerade, sie weiß gar nicht, wie oft wir rauf und runter gefahren sind. Also unglaublich. Aber wir sind in Sondor. Sondor, nicht Mordor, Sondor. Und das ist eine Ausgrabungsstätte der Inkas. Und eben nicht Machu Picchu, nicht überlaufen. Hier hat man wirklich die Ruhe, kann sich darauf einlassen. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste bei so einer archäologischen Ausgrabungsstätte, dass man einfach das Gefühl hat, also dieses Gefühl mitnehmen kann, was dieser Ort ausstrahlt. So, und da gehen wir jetzt hin. Auf geht's. Und Mali kann mitkommen. Ja, was ist denn da los? Der ist nett, ne? Der ist ja super. Ja, leider. Das haben sie verändert. Also früher durfte man wohl mit Hunden rein, also noch bis vor ein paar Wochen. Und jetzt haben die das haben umgestellt. Und jetzt ist nichts mehr mit Hunden. Aber was geil ist, man ist hier fast alleine. Also hier sind noch 2 andere Autos. Das ist richtig cool, da kannst du nichts sagen. Weil wenn man sieht, dass man in Machu Picchu irgendwie 3 Tage warten muss, bis man sein Ticket kriegt und dann irgendwie nicht unter 200 € da rauskommt mit allem drum und dran und hier gratis reinkommt, naja, da muss Machu Picchu schon 200 Mal besser sein. So. So, ich befinde mich jetzt auf dem Hauptplatz von der Struktur, also wo die Vereinigungen gemacht haben, Feste gefeiert oder wie auch immer. Also gehen Sie von aus, das ist ja alles irgendwie im Nachhinein herausgefunden worden, das hat ja keiner erzählt. Und das ist schon krass, also wir sind hier auf 3200 Meter und direkt hier vor mir ist die Kante und hier geht es halt einfach mal knallhart ins Tal runter. Ich habe gerade eben einen Kondor fliegen sehen, ja, ist echt wunderschön, unglaublich. Aber was jetzt schon auffällt, ist, dass die ganzen Bauten eher aus Natursteinen sind. Also da ist nichts geschliffen und beschlagen und, oder in Form gebracht, sondern die sind so so gebaut worden, wie sie von Natur halt sozusagen gemacht worden sind. Und das ist ja das Interessante dran, dass die ersten Inka-Strukturen eben anders waren. Die haben ganz präzise gebaut und da fragt man sich halt, warum. Man sieht ja, dass hier auch behauene Steine sind, aber man kann ja nicht von Präzision sprechen. Also es soll ja Steine geben in der Nähe von Cusco, wo die Inka-Kultur ihren Ursprung hat, also wo die ältesten Bauwerke stehen. Und die sind wohl absolut präzise, also lasergenau. Das ist ja aufeinandergelegt. Und das ist eben die Frage, wie haben die das hingekriegt? Da bin ich echt gespannt drauf, diesen Unterschied zu sehen. Also ich bin ja immer wieder verwundert, wie die Indigenen, also die Cholitas, auch die Älteren, die sind manchmal über 70 und die sprinten hier den Berg hoch und mein ultrasportlicher Körper ist nach der Hälfte am Ende. Wie kann das sein? Ist doch gar nicht möglich. Mann. Und die rennen einfach wirklich, die rennen da einfach hoch. Echt.
Also man kann sich schon vorstellen, dass die hier Zeremonien gefeiert haben. Das ist so majestätisch und auf dieser Bergkuppe ist, hier ist deren, naja, wie soll man sagen, deren Zeremonienstein. Und dann hast du hier drumherum eben einfach nur Tal und das ist so eine weite Aussicht, das ist wunderschön und ja, einzigartig. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass man hier, wie sagt man, die Verbindung zur Pachamama kriegt. So, das ist richtig, richtig cool. Schöner Ort. Ja, und das Lustigste ist, hier ist eine Gruppe von Peruanern, die machen hier Party, also 2 Töchter und ihre Eltern, glaube ich. Und die haben hier eine Flasche Schnaps mit hochgenommen. Und das erste, was sie mir anbieten, als ich da oben komme, hier Maracuja-Schnaps. Ja, was willst du denn mehr? So wird man doch vernünftig empfangen, wenn man oben auf den Berg ankommt. Perfekt. Ja, und die sind hier schön am Feiern, so muss es sein. Saludos! Salud, gracias! Ja, mira. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es? Pisco. Ah, maracuya sour. Ah, qué bueno. Ja, natürlich. Ja, gerne, con mucho gusto. Muchas gracias. Was will man mehr? Na, die sind ja witzig. Jetzt kriege ich hier auf dem Berg Pisco sauer. Und es gibt eine Sache, mit der man Peruaner richtig ärgern kann. Also es gibt einen Streit zwischen Peru und Chile, wer den besten Pisco macht, also den besten Weinbrand. Beide sind davon überzeugt, dass sie den besten machen. Man darf es nicht in ein anderes Land importieren. Also sie sind da richtig eigen. Und ich gehöre dem zu denen so, sag mal Jungs und Mädels, ihr wisst schon, dass die Chilenen den besseren Pisco machen, oder? Die werden so richtig lustig danach. So, auf geht's. Aber echt, schönes Erlebnis. Nicht nur der Pisco, sondern auch der Ort. Also wir machen gerade was wir sonst nie machen. Es ist schon dunkel, aber es ist noch nicht spät. Also es ist jetzt 6:45, aber normal fahren wir um die Zeit ja nun nicht mehr. Und wir wollen aber weiterkommen und wir wollen gerne noch, es sind jetzt noch 40 Kilometer, also noch 1 Stunde müssen wir circa fahren. Aber wir würden gerne da noch ankommen und wir ziehen das heute mal durch. Und ich bin ganz schön im Arsch. So, aber gut, das werden wir schon hinkriegen. Wir fahren noch einige Stunden in der Dunkelheit, um unser Ziel zu erreichen. Aber das seht ihr dann beim nächsten Mal. Danke für eure liebe Unterstützung bei PayPal, das hilft uns sehr. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann, ciao!